Die Athena Seaways hat schon viele Farben getragen. Insgesamt 7 Reedereien haben das italienische Arbeitstier in den vergangenen 18 Jahren eingesetzt. Doch was zeichnet dieses Schiff aus? Wo durfte es schon zum Einsatz kommen? Und warum dürfte es vor allem vielen Norddeutschen ein allzu bekannter Gast sein? Das alles und noch vieles mehr erfährst du in der heutigen Ausgabe Fernnews Spotlight. Bleib also auf jeden Fall bis zum Ende dran, um alles Wichtige zur Athena Seaways zu erfahren. Bei der Athena Seaways handelt es sich um eine klassische Ro-Pax-Fähre, also eine Fähre, die primär für den reinen Transport von Fahrzeugen und Passagieren zwischen 2 oder mehr Häfen ausgelegt ist. Anders als bei sogenannten Cruise Ferries, also Fähren, die sowohl eine große Anzahl an Lademetern für den Fahrzeugtransport aufweisen, als auch ein ganz besonderes Kreuzfahrterlebnis für die Fahrgäste bieten, geht es auf Ro-Pax-Schiffen oft rustikaler zu. Luxus ist hier nicht der primäre Fokus. Dennoch haben gerade auch solche Schiffe oft ihren ganz eigenen Charme. Doch dazu später mehr. Die Athena Seaways wurde als Coraggio auf der italienischen Nuovi Cantieri Apuani Werft in Marina di Carrara gebaut. Am 24. November 2006 lief die Coraggio vom Stapel und wurde am 29. März 2007 an die Grimaldi Holding Spa übergeben. Ab April 2007 kam sie dann im Charter für Grande Navi Veloci auf der Verbindung zwischen Genua und Valletta bzw. Tunis zum Einsatz. Vom 19. März 2010 bis zum 25. Mai 2010 wurde die Coraggio als Audacia an Acciona verschartert und kam auf der Route zwischen Valencia, Palma de Mallorca, Mahón und Ibiza zum Einsatz. Nach einer umfassenden Anpassung im Jahr 2010 bediente die Audacia zwischen dem 30. September 2010 und dem 7. November 2011 im Charter für Stena Line die Verbindung zwischen Hoek van Holland und Killingholme. Zwischen Juni und September 2012 wurde die Audacia dann an Sarema verschartert und kam auf der Verbindung Savona-Porto Torres zum Einsatz. Ab November 2012 fuhr die Audacia für ein Jahr im Charter für Anek Lines auf der Route Patras-Igoumenitsa-Venedig. Ab November 2013 wurde die Audacia an DFDS Seaways verschartert. Am 3. Dezember 2013 wurde sie in Athena Seaways umbenannt und bediente fortan die Verbindung zwischen Kiel bzw. Karlshamn und Klaipėda. Am 31. Mai 2016 wurde die Athena Seaways an DFDS Seaways verkauft und ging somit in den Besitz von DFDS über. Bis zum 6. September 2023 bediente die Athena Seaways die Route zwischen Litauen und Deutschland bzw. Schweden. Sie wurde dann von der wesentlich größeren Aura Seaways abgelöst. Diese bedient im Wechsel mit der Victoria Seaways, einem Schwesterschiff der Athena Seaways, nun die Route zwischen Kiel und Klaipėda. Wenn ihr selbst einmal die Route zwischen Kiel und Klaipėda oder in umgekehrte Richtung nutzen möchtet, dann bucht euer Ticket für die Fähre doch gerne bei unserem Partner fähren.net. Hier seht ihr bei eurer Buchung außerdem auch direkt alle alternativen Überfahrtsmöglichkeiten, sollte eine Abfahrt einmal beispielsweise nicht in euren Zeitplan passen. Außerdem erhaltet ihr während des Buchungsvorgangs eine Preisübersicht der einzelnen Reedereien. Bei fähren.net könnt ihr so Fähren einfach online buchen. Den Link zu fähren.net findet ihr auch ganz oben in der Videobeschreibung oder am Ende dieses Videos in der Endcard. Seit dem 8. September 2023 wird die Athena Seaways nun auf der Verbindung zwischen dem französischen Dunkirk und dem irischen Rosslare eingesetzt. Sie ersetzte dort die Regina Seaways, die seit dem 5. September 2023 auf der Verbindung zwischen Karlshamn und Klaipėda eingesetzt wird. Die Athena Seaways ist 199,14 Meter lang, 26,6 Meter breit und bietet Platz für bis zu 500 Passagiere in 268 Kabinen sowie 2623 Lademeter für Fracht und Pkw. An Bord der Athena Seaways sind die Mahlzeiten bereits im Reisepreis inkludiert. Insgesamt 4 Mal pro Überfahrt gibt es im Buffet-Restaurant Speisen. Tee bzw. Kaffee und Softdrinks sind ebenfalls inklusive. Die Überfahrt zwischen Dunkirk und Rosslare dauert 23 Stunden und 59 Minuten. An Bord der Athena Seaways gibt es einen Shop, eine Kinderspielecke und eine Bar. Ansonsten bleibt vor allem viel Zeit zum Entspannen. Bist du schon einmal mit der Athena Seaways oder einer ihrer Schwestern gefahren? Dann würden wir uns sehr über deine Erfahrungen in den Kommentaren freuen. Selbstverständlich
darfst du aber auch, wie immer, bei Fragen oder Anmerkungen den Kommentarbereich nutzen. Wir hoffen, dir hat dieses Spotlight gefallen. Für die Buchung deiner Fährüberfahrt kannst du jetzt auf den Link zu fähren.net klicken. Ansonsten lass gerne noch ein Abo da. Wenn du noch etwas über das neueste Schiff in der Flotte von Viking Line erfahren möchtest, können wir dir noch die letzte Ausgabe Fährnews Spotlight empfehlen. Darin ging es um die Viking Glory. Wir wünschen dir viel Spaß dabei und bis bald.